Lektion 1: Aussehen und Verhalten beobachten. Ist dir etwas Spezielles an ihrem Aussehen oder Verhalten aufgefallen? Ja, ich habe beobachtet, dass sie formelle Kleidung trugen und offenbar in ein ernstes Gespräch verwickelt waren. Das ist interessant. Das deutet darauf hin, dass Sie über etwas Wichtiges oder Geschäftliches sprechen könnten. Mir fiel auch auf, dass sie während des gesamten Gesprächs Blickkontakt hielten, was auf aktives Zuhören und Engagement hindeutet. Augenkontakt ist in der Tat ein entscheidender Aspekt effektiver Kommunikation. Es zeigt Aufmerksamkeit und fördert eine Verbindung zwischen Individuen. Darüber hinaus wirkte ihre Körpersprache offen und entspannt, was auf ein angenehmes Maß an Beziehung zwischen ihnen hindeutet. Die Körpersprache kann viel über die Gefühle und Absichten einer Person aussagen. Eine offene Körperhaltung bedeutet oft Zugänglichkeit und Freundlichkeit. Darüber hinaus waren ihre Gesten ausdrucksstark und lebhaft, betonten ihre Argumente und verliehen ihrer Konversation mehr Gewicht. Gesten können die Kommunikation verbessern, indem sie visuelle Hinweise geben und verbalen Botschaften Klarheit verleihen. Mir ist auch aufgefallen, dass sie gelegentlich zustimmend nickten, was ihr gegenseitiges Verständnis und ihre Zustimmung in bestimmten Punkten zum Ausdruck brachte. Nicken ist eine nonverbale Art, Zustimmung oder Bestätigung zu vermitteln. Es zeigt, dass sie sich auf derselben Seite befinden. Andererseits beobachtete ich, dass sie in gemessenen Tönen sprachen und abwechselnd sprachen, was darauf hindeutete, dass sie die Meinungen der anderen respektierten. Abwechselndes Sprechen und ruhiges Sprechen sind Zeichen für effektive Kommunikation und aktives Zuhören. Darüber hinaus schienen sie ein ausgewogenes Gespräch zu führen, sodass sie sich gegenseitig die gleichen Möglichkeiten boten, ihre Gedanken auszudrücken. Ein ausgewogenes Gespräch stellt sicher, dass beide Parteien die Möglichkeit haben, sich einzubringen und aktiv teilzunehmen. Schließlich wirkten ihre Gesichtsausdrücke ernst und konzentriert, was darauf hindeutete, dass sie über ein wichtiges oder intensives Thema diskutierten. Gesichtsausdrücke können die Emotionen und das Engagement einer Person in einem Gespräch offenbaren. Insgesamt deuteten ihr Auftreten und Verhalten auf Professionalität, aktives Engagement und effektive Kommunikationsfähigkeiten hin. Es ist faszinierend, wie viel wir aus der Beobachtung anderer lernen können. Wenn wir auf diese Details achten, können wir wertvolle Einblicke in die Interaktionen der Menschen gewinnen. Absolut. Andere zu beobachten kann uns helfen, soziale Dynamiken zu verstehen und unsere eigenen Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Nehmen Sie sich also, wenn Sie das nächste Mal in einer öffentlichen Umgebung sind, einen Moment Zeit, um das Aussehen und Verhalten der Menschen zu beobachten. Sie könnten interessante Einblicke gewinnen. Auf jeden Fall. Es ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Beobachtungsfähigkeiten zu verbessern und sich besser auf nonverbale Hinweise einzustellen. Andere zu beobachten kann eine wertvolle Lernerfahrung sein. Machen wir es uns zur Gewohnheit, aufmerksam zu sein und von unserer Umgebung zu lernen. Einverstanden. Indem wir aufmerksam sind, können wir unser Verständnis menschlichen Verhaltens verbessern und unsere eigenen zwischenmenschlichen Fähigkeiten verbessern. Absolut, Anna. Lasst uns weiterhin die Welt um uns herum beobachten und von ihr lernen. Lektion 2: Authentischer Geschmack beim Kochen. Ja, sparen Sie nicht an der Tamarindenpaste und der Fischsauce für einen authentischen Geschmack. Ich stimme voll und ganz zu.
Tamarindenpaste und Fischsauce sind unverzichtbare Zutaten in vielen traditionellen Rezepten. Sie fügen ein einzigartiges Geschmacksprofil hinzu, das mit Ersatzstoffen nur schwer zu replizieren ist. Tamarindenpaste verleiht einen würzigen und leicht süßen Geschmack, während Fischsauce Gerichten einen herzhaften Umami-Geschmack verleiht. Es ist wichtig, sie in den richtigen Proportionen zu verwenden, um den authentischen Geschmack zu erzielen. Absolut. Das Gleichgewicht zwischen den beiden ist entscheidend, um das gewünschte Geschmacksprofil zu erreichen. Zu wenig Tamarindenpaste kann zu einem Mangel an Würze führen, während zu viel Fischsauce das Gericht zu salzig machen kann. Um das richtige Gleichgewicht zu finden, müssen Sie experimentieren und sich an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen. Es ist erwähnenswert, dass Tamarindenpaste und Fischsauce verschiedener Marken in ihrer Intensität variieren können. Es ist daher gut, sie zu schmecken und entsprechend anzupassen. In der Tat. Es ist immer eine gute Idee, mit einer kleineren Menge zu beginnen und bei Bedarf schrittweise mehr hinzuzufügen. Denken Sie auch an das spezifische Gericht, das Sie zubereiten. Einige Rezepte erfordern möglicherweise einen stärkeren Tamarinden- oder Fischsaucengeschmack als andere. Das stimmt. Es ist wichtig, die Rezeptrichtlinien zu befolgen und Anpassungen an Ihre Geschmackspräferenzen vorzunehmen. Ein weiterer Tipp ist, hochwertige Tamarindenpaste und Fischsauce zu verwenden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Hochwertige Zutaten können den Gesamtgeschmack und die Echtheit des Gerichts erheblich beeinflussen. Absolut. Gehen Sie bei der Qualität dieser Zutaten keine Kompromisse ein, wenn Sie einen authentischen und köstlichen Geschmack erzielen möchten. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Proportionen Sie verwenden sollen oder wie viel Sie verwenden sollen, können Sie jederzeit auf bewährte Rezepte zurückgreifen oder sich von erfahrenen Köchen beraten lassen. Das ist ein toller Vorschlag. Es kann von unschätzbarem Wert sein, von anderen zu lernen, die Erfahrung mit diesen Inhaltsstoffen haben. In der Tat. Sie können Ihnen Einblicke und Tipps geben, die Ihnen helfen, die Kunst der Verwendung von Tamarindenpaste und Fischsauce zu beherrschen. Denken Sie also daran, wenn Sie einen authentischen Geschmack anstreben, nicht an der Tamarindenpaste und der Fischsauce zu sparen. Sie sind Schlüsselelemente in vielen geschmackvollen Gerichten. Absolut. Genießen Sie diese Zutaten und entdecken Sie die reichen und vielfältigen Aromen, die sie Ihren kulinarischen Kreationen verleihen. Genießen Sie die Reise des Experimentierens und entdecken Sie die perfekte Balance zwischen Tamarindenpaste und Fischsauce in Ihren Lieblingsgerichten. Viel Spaß beim Kochen und mögen Ihre kulinarischen Abenteuer mit köstlichen und authentischen Aromen gefüllt sein. Danke, Anna. Lass uns beim Kochen die Wunder von Tamarindenpaste und Fischsauce genießen. Lektion 3: Eine Unterkunft an einem beliebten Ort planen. Unterkunft im Woraus? Es ist ein beliebter Ort, also eine gute Idee. Absolut. Die Planung und Buchung von Unterkünften im Voraus kann uns vor Stress in letzter Minute bewahren und die Verfügbarkeit sicherstellen. Außerdem haben beliebte Reiseziele in der Regel nur begrenzte Optionen, sodass wir bei einer frühzeitigen Buchung eine bessere Chance haben, unsere bevorzugte Unterkunft zu sichern. Es ist auch eine Gelegenheit, zu recherchieren und die besten verfügbaren Angebote oder Sonderangebote zu finden. Das stimmt. Wenn wir im Voraus buchen, können wir die Preise vergleichen und Rabatte oder Sonderangebote nutzen. Darüber hinaus können wir bei der Planung im Voraus Faktoren wie Lage, Ausstattung und Bewertungen berücksichtigen,
um die Unterkunft zu finden, die unseren Bedürfnissen und Vorlieben entspricht. Wir können Bewertungen von anderen Reisenden lesen, um einen Einblick in die Qualität und die Erfahrungen des Aufenthalts in verschiedenen Unterkünften zu erhalten. Es ist wichtig, bei der Auswahl der Unterkunft unser Budget zu berücksichtigen und ein Gleichgewicht zwischen Erschwinglichkeit und Komfort zu finden. Absolut. Wir wollen das Beste aus unserer Reise machen, ohne zu viel für Unterkünfte auszugeben. Ein weiterer Vorteil einer Buchung im Voraus ist die Sicherheit, die sie bietet. Wir können uns auf andere Aspekte unserer Reise konzentrieren, da wir wissen, dass für unsere Unterkunft gesorgt ist. In der Tat. Es beseitigt die Unsicherheit und ermöglicht es uns, unsere Reiseroute sicherer zu planen. Es ist jedoch wichtig, die Stornierungsbedingungen und alle möglichen Gebühren im Zusammenhang mit der Änderung oder Stornierung von Reservierungen zu beachten. Absolut. Wir sollten die allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig prüfen, bevor wir Buchungen vornehmen, um unerwartete Kosten zu vermeiden. Falls sich unsere Pläne ändern, kann es von Vorteil sein, flexibel bei der Reservierung unserer Unterkünfte zu sein. Es lohnt sich also, Optionen mit milderen Stornierungsbedingungen in Betracht zu ziehen. Das ist ein gutes Argument. Flexibilität kann sich als nützlich erweisen, insbesondere wenn sich unsere Reisepläne ändern können. Schließlich ist es ratsam, sich direkt an die Unterkunft zu wenden, wenn wir spezielle Wünsche oder Präferenzen haben, wie zum Beispiel die Lage der Zimmer oder besondere Annehmlichkeiten. Wenn wir unser Erlebnis personalisieren, indem wir unsere Bedürfnisse kommunizieren, kann dies unseren Aufenthalt verbessern und angenehmer gestalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Buchung einer Unterkunft im Voraus eine kluge Entscheidung ist, wenn Sie beliebte Reiseziele besuchen. Es bietet Komfort, bessere Optionen und Seelenfrieden. Absolut, Anna. Lassen Sie uns im Voraus planen und unsere Unterkunft sichern, damit unsere Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Dem stimme ich voll und ganz zu, John. Durch diesen proaktiven Ansatz können wir ein reibungsloses und angenehmes Reiseerlebnis sicherstellen. Fangen wir also an, unsere Unterkunft im Voraus zu recherchieren und zu buchen. Dies ist ein wesentlicher Schritt in unserem Reiseplanungsprozess. Auf jeden Fall. Wenn unsere Unterkünfte geklärt sind, können wir uns auf ein unglaubliches Abenteuer an einem beliebten Reiseziel freuen. Danke, Anna, für die wertvollen Einblicke. Lassen Sie uns unsere Reisepläne zum Erfolg führen, indem wir unsere Unterkunft im Voraus planen. Lektion 4: Schreibwaren einkaufen. Hast du in letzter Zeit Schreibwaren eingekauft? Ja, ich habe nach süßen und funktionalen Schreibwaren gesucht. Es ist immer aufregend, verschiedene Optionen zu erkunden und Schreibwaren zu finden, die unserem Stil und unseren Bedürfnissen entsprechen. Absolut. Schreibwaren können unserem oder Arbeitsbereich einen Hauch von Persönlichkeit verleihen. Außerdem kann das richtige Briefpapier die Produktivität steigern und Aufgaben angenehmer machen. Ich habe nach ein paar bunten Stiften und Markern gesucht, um meine Notizen und Zeichnungen lebendiger zu gestalten. Das klingt lustig. Wenn Sie einen Farbtupfer hinzufügen, kann das Lernen oder die Arbeit an Projekten ansprechender werden. Ich habe auch nach einem hochwertigen Notizbuch mit dickem, glattem Papier für ein angenehmes Schreiberlebnis gesucht. Es ist wichtig, ein Notizbuch zu finden, auf dem sich gut schreiben lässt und das mit verschiedenen Stiften oder Markern umgehen kann, ohne dass es durchblutet.
Ich stimme zu. Die Qualität des Papiers kann einen erheblichen Unterschied im gesamten Schreib- oder Zeichenerlebnis ausmachen. Sind Sie bei Ihrer Suche auf einzigartige oder innovative Schreibwaren gestoßen? Ja, ich habe selbstklebende Seitenmarkierungen in Form von niedlichen Tieren gefunden. Sie eignen sich perfekt zum Organisieren und Markieren wichtiger Seiten. Die klingen bezaubernd. Funktionelles und niedliches Briefpapier kann Aufgaben angenehmer machen und unserer Arbeits- oder Lernroutine einen Hauch von Laune verleihen. Absolut. Es sind die kleinen Details, die in unserem täglichen Leben einen Unterschied machen können. Haben Sie über Schreibwarenorganizer oder Aufbewahrungslösungen nachgedacht, um alles aufgeräumt zu halten? Ja, ich habe nach einem kompakten Schreibtischorganizer gesucht, um meine Stifte, Bleistifte und andere kleine Schreibwaren übersichtlich zu verstauen. Wenn Sie alles organisieren, können Sie einen übersichtlichen Arbeitsbereich schaffen und es einfacher machen, das zu finden, was wir brauchen. Ich stimme voll und ganz zu. Eine gut organisierte Schreibwarenkollektion kann Kreativität und Effizienz anregen. Es lohnt sich auch, in Online-Shops oder lokalen Fachgeschäften nach einzigartigen Schreibwaren zu suchen, die in regulären Geschäften möglicherweise nicht erhältlich sind. Das ist eine tolle Idee. Die Erkundung verschiedener Quellen kann dazu führen, versteckte Juwelen zu entdecken und unsere Schreibwarensammlung zu erweitern. Denken Sie daran, ein Budget für Ihren Schreibwareneinkauf festzulegen, um zu hohe Ausgaben zu vermeiden. Kluger Rat. Es ist leicht, sich von all den wunderbaren Schreibwarenoptionen mitreißen zu lassen, die es gibt. In der Tat, indem wir ein Budget festlegen, können wir das Einkaufserlebnis genießen und gleichzeitig auf unsere Finanzen achten. Danke für die Erinnerung, John. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen unserer Leidenschaft für Schreibwaren und finanzieller Verantwortung zu finden. Gern geschehen, Anna. Viel Spaß beim Einkaufen von Schreibwaren und vielleicht finden Sie die perfekten Artikel, um Ihren Arbeits- oder Arbeitsbereich zu verschönern. Danke, John. Dir auch viel Spaß beim Shoppen. Lassen Sie uns die Freude genießen, neue Schätze für Schreibwaren zu entdecken. Absolut, Anna. Machen wir unsere Schreibwarenkollektion zu einem Spiegelbild unseres Stils und zu einer Quelle der Inspiration für unsere täglichen Aufgaben. Lektion 5: Planung der Aufenthaltsdauer. Wie lange wirst du bleiben? Wir planen, eine Woche zu bleiben. Das klingt nach einer angemessenen Zeit, um die Gegend zu erkunden und unsere Reise zu genießen. Ja, eine Woche sollte uns genug Zeit geben, um die Hauptattraktionen zu besuchen und ein entspannteres Erlebnis zu haben. Es ist wichtig, die Aktivitäten, die wir unternehmen möchten, und die Orte, die wir besuchen möchten, bei der Festlegung der Dauer unseres Aufenthalts zu berücksichtigen. Absolut. Wir sollten genug Zeit einplanen, um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, die lokale Küche zu probieren und in die Kultur einzutauchen. Es lohnt sich auch, während unserer Reise etwas Platz für spontane Abenteuer und unerwartete Entdeckungen zu lassen. Das stimmt. Offen für ungeplante Erlebnisse zu sein, kann für Spannung sorgen und unsere Reise unvergesslicher machen. Wir sollten jedoch auch unsere Zeitpläne und Verpflichtungen zu Hause berücksichtigen, wenn wir über die Dauer unseres Aufenthalts entscheiden. Ja, es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen dem Genießen unseres Urlaubs und einem reibungslosen Übergang zurück zu unseren täglichen Routinen zu finden. Wenn wir feststellen, dass es mehr Orte gibt, die wir erkunden möchten, oder Aktivitäten,
die wir ausprobieren möchten, können wir jederzeit in Betracht ziehen, unseren Aufenthalt zu Das verlängern. ist ein gutes Argument. Flexibilität in unseren Reiseplänen kann es uns ermöglichen, uns anzupassen und unsere Zeit optimal zu nutzen. Wenn wir jedoch der Meinung sind, dass eine Woche ausreicht, um zu erleben, was das Reiseziel zu bieten hat, können wir an unserem ursprünglichen Plan festhalten. Absolut. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden und Entscheidungen auf der Grundlage unserer Präferenzen und Prioritäten zu treffen. Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist die Verfügbarkeit von Flügen und Unterkünften. Wir sollten prüfen, ob es während unserer gewünschten Reisedaten irgendwelche Einschränkungen gibt. Ja, es ist wichtig, sicherzustellen, dass Flüge und Unterkünfte für die Dauer unseres Aufenthalts sofort verfügbar sind, um Probleme in letzter Minute zu vermeiden. Darüber hinaus ist es eine gute Idee, die Wetterbedingungen während der Zeit, die wir besuchen möchten, zu untersuchen. Es kann uns helfen, uns entsprechend vorzubereiten und das Beste aus unseren Aktivitäten herauszuholen. Das stimmt. Wenn wir uns des Wetters bewusst sind, können wir uns bei der Auswahl unserer Sachen orientieren und Outdoor-Aktivitäten effektiver planen. Schließlich sollten wir unser Budget und die Gesamtkosten eines Aufenthalts für eine bestimmte Dauer im Auge behalten. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen der Dauer unseres Aufenthalts und unseren finanziellen Ressourcen zu finden. Absolut. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Reise innerhalb unseres geplanten Budgets bleibt und unsere Finanzen nicht belastet. In Anbetracht all dieser Faktoren klingt eine Woche also nach einem guten Ausgangspunkt für unsere Reise. Wir können uns bei Bedarf jederzeit anpassen. Ich stimme zu, John. Lassen Sie uns eine Woche einplanen und dabei offen für Möglichkeiten bleiben. Danke, Anna, dass du die Dauer unseres Aufenthalts besprochen hast. Es ist wichtig, diese Gespräche zu führen, um eine gut geplante und angenehme Reise zu gewährleisten. Gern geschehen, John. Es ist immer eine Freude, Reisepläne mit Ihnen zu besprechen. Machen wir das Beste aus unserem einwöchigen Abenteuer. Absolut, Anna. Auf eine fantastische Woche voller neuer Erfahrungen und wertvoller Erinnerungen. Lektion 6: Tipps zum Englischlernen. Ich lerne jetzt schon eine Weile Englisch. Das ist beeindruckend. Kannst du mir ein paar Tipps geben, um meine Englischkenntnisse zu verbessern? Sicher. Ein Tipp ist, so viel wie möglich Englisch zu sprechen zu üben. Finden Sie Gelegenheiten, sich mit Muttersprachlern zu unterhalten oder an Sprachaustauschprogrammen teilzunehmen. Das klingt effektiv. Regelmäßiges Sprechen kann dazu beitragen, die Sprachkompetenz zu verbessern und Selbstvertrauen aufzubauen. Absolut. Ein weiterer Tipp ist, in englische Medien wie Filme, Fernsehsendungen und Musik einzutauchen. Es hilft beim Hörverstehen und bei der Erweiterung des Wortschatzes. Ich werde dafür sorgen, dass mehr englische Medien in meinen Tagesablauf integriert werden. Es klingt nach einer unterhaltsamen Art zu lernen. Das ist es auf jeden Fall. Darüber hinaus kann das Lesen von englischen Büchern, Artikeln und Nachrichten Ihre Lesefähigkeiten verbessern und Sie mit verschiedenen Schreibstilen vertraut machen. Ich werde anfangen, mehr englische Materialien zu lesen, um meinen Wortschatz zu erweitern und mein Verständnis zu verbessern. Das ist eine tolle Idee. Ein weiterer hilfreicher Tipp ist, das Schreiben auf Englisch zu üben. Du kannst damit beginnen, Tagebuch zu schreiben oder kurze Aufsätze zu Themen zu schreiben, die dich interessieren. Regelmäßiges Schreiben wird mir definitiv dabei helfen, meine Gedanken besser auf Englisch auszudrücken. Absolut.
Es ist auch von Vorteil, an Ihrer Grammatik und Satzstruktur zu arbeiten. Es stehen Ihnen viele Online-Ressourcen und Grammatikübungen zur Verfügung, die Ihnen helfen. Ich werde jeden Tag etwas Zeit widmen, um mich auf die Grammatikpraxis zu konzentrieren. Es ist wichtig für eine klare Kommunikation. Ein weiterer Tipp ist, Ihren Wortschatz zu erweitern, indem Sie neue Wörter und Sätze lernen. Verwende Lernkarten oder Vocab-Apps, um das Lernen interaktiver und unterhaltsamer zu gestalten. Ich werde es mir zur Gewohnheit machen, jeden Tag ein paar neue Wörter zu lernen. Der Aufbau eines starken Wortschatzes wird meine allgemeinen Sprachkenntnisse verbessern. Das ist toll zu hören. Hab außerdem keine Angst davor, Fehler zu machen. Fehler sind Teil des Lernprozesses und helfen dir, zu wachsen und dich zu verbessern. Daran werde ich mich erinnern. Es ist wichtig, Fehler als Lernmöglichkeiten anzunehmen und mich nicht entmutigen zu lassen. Absolut. Finden Sie abschließend eine Lernroutine, die für Sie funktioniert, und halten Sie sich daran. Konsistenz ist der Schlüssel zum Sprachenlernen. Ich erstelle einen Stundenplan und mache das Englischlernen zur täglichen Gewohnheit. Konstanz wird mir helfen, stetig voranzukommen. Das ist ein fantastischer Ansatz, Anna. Denken Sie daran, motiviert zu bleiben und die Reise des Englischlernens zu genießen. Danke, John, dass du diese wertvollen Tipps geteilt hast. Ich freue mich darauf, sie umzusetzen und sehe Verbesserungen meiner Englischkenntnisse. Gern geschehen, Anna. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie mit Ihrem Engagement und diesen Tipps beim Englischlernen hervorragende Leistungen erbringen werden. Viel Glück! Danke, John. Deine Unterstützung bedeutet mir viel. Lassen Sie uns weiterhin gegenseitig beim Sprachenlernen unterstützen. Absolut, Anna. Gemeinsam können wir große Fortschritte in unseren Sprachkenntnissen erzielen. Lektion 7: Rechenschaftspflicht und Zielsetzung. Haben Sie darüber nachgedacht, sich von jemandem für Ihre Ziele zur Rechenschaft ziehen zu lassen? Das ist eine tolle Idee. Jemanden zu haben, der mich zur Rechenschaft zieht, kann mir wirklich helfen, auf Kurs zu bleiben. Das tut es auf jeden Fall. Wenn du jemandem deine Ziele mitteilst, kann er deine Fortschritte überprüfen und dir Unterstützung und Ermutigung geben. Ich werde sicherstellen, dass ich eine vertrauenswürdige Person finde, die mir helfen kann, rechenschaftspflichtig zu bleiben. Das kann einen großen Unterschied beim Erreichen meiner Ziele machen. Das ist eine kluge Entscheidung. Es ist auch wichtig, sich spezifische und messbare Ziele zu setzen. Wenn Sie klare Ziele haben, wird es einfacher, Ihre Fortschritte zu verfolgen. Ich werde sicherstellen, dass ich realistische und messbare Ziele setze, auf die ich hinarbeiten kann. Das wird mir Orientierung und Motivation geben. Absolut. Es ist auch von Vorteil, Ihre Ziele in kleinere, überschaubare Aufgaben zu unterteilen. Dadurch wird das Gesamtziel weniger überwältigend und leichter erreichbar. Meine Ziele in kleinere Aufgaben zu unterteilen, klingt nach einem praktischen Ansatz. Es wird mir helfen, konzentriert zu bleiben und Schritt für Schritt Fortschritte zu machen. Das ist richtig. Darüber hinaus ist es wichtig, dass Sie Ihre Ziele regelmäßig überprüfen und bewerten. Wenn Sie über Ihre Fortschritte nachdenken, können Sie alle erforderlichen Anpassungen oder Überarbeitungen vornehmen. Ich werde regelmäßige Check-ins einplanen, um meine Fortschritte zu bewerten und alle notwendigen Änderungen vorzunehmen. Es stellt sicher, dass ich mit meinen Zielen im Einklang bleibe. Das ist eine großartige Übung. Ein weiterer Tipp ist, unterwegs Meilensteine zu feiern.
Die Anerkennung ihrer Erfolge kann ihre Motivation steigern und sie inspirieren. Ich werde sicherstellen, dass ich meine Meilensteine feiere, egal wie klein sie auch erscheinen mögen. Es ist wichtig, die Fortschritte, die ich gemacht habe, anzuerkennen. Absolut. Es ist auch hilfreich, ein unterstützendes Umfeld zu schaffen. Umgib dich mit Menschen, die dich ermutigen und inspirieren, deine Ziele zu erreichen. Ich werde mich bemühen, mich mit positiven und unterstützenden Menschen zu umgeben, die mich auf meiner Reise motivieren können. Das ist fantastisch. Ein weiterer wertvoller Tipp ist, diszipliniert zu bleiben und sich für Ihre Ziele einzusetzen, auch wenn Sie mit Herausforderungen oder Rückschlägen konfrontiert werden. Ich werde mich an mein Engagement erinnern und angesichts von Herausforderungen widerstandsfähig bleiben. Es ist wichtig, nicht aufzugeben und weiter voranzukommen. Das ist der Geist. Und zu guter Letzt, scheuen Sie sich nicht, bei Bedarf um Hilfe zu bitten. Wenn Sie andere um Rat oder Rat fragen, können Sie wertvolle Erkenntnisse gewinnen und Hindernisse überwinden. Ich werde daran denken, mich um Hilfe zu wenden, wenn ich sie brauche. Es ist in Ordnung, um Hilfe zu bitten und von denen zu lernen, die Erfahrung in meinen Interessengebieten haben. Das ist ein kluger Ansatz, Anna. Denken Sie daran, dass Rechenschaftspflicht und Zielsetzung Hand in Hand gehen. Durch die Umsetzung dieser Strategien können Sie bemerkenswerte Ergebnisse erzielen. Danke, John, dass du diese wertvollen Erkenntnisse geteilt hast. Ich freue mich darauf, sie auf meiner eigenen Reise zur Zielsetzung anzuwenden. Gern geschehen, Anna. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie mit Ihrer Entschlossenheit und diesen Tipps wichtige Fortschritte auf dem Weg zu Ihren Zielen machen werden. Viel Glück! Danke, John. Ich schätze Ihre Unterstützung und Ermutigung. Lassen Sie uns weiterhin gegenseitig inspirieren, während wir auf unsere Ziele hinarbeiten. Absolut, Anna. Zusammen können wir Großes erreichen. Lektion 8: Selbstfürsorge und Disziplin in Einklang bringen. Es ist wichtig, auf mich selbst aufzupassen, aber manchmal fällt es mir schwer, das richtige Gleichgewicht zu finden. Ich verstehe. Es ist wichtig, der Selbstpflege Priorität einzuräumen und gleichzeitig die Disziplin in unserem täglichen Leben aufrechtzuerhalten. Exakt. Ich glaube, gelegentliche Leckereien sind notwendig, um Heißhungerattacken zu stillen und uns für unsere harte Arbeit zu belohnen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Wenn wir uns gelegentlich etwas gönnen, können wir eine gesunde Beziehung zu unseren Zielen aufrechterhalten. Es ist jedoch wichtig, dass diese Leckereien nicht übertrieben werden oder unseren Fortschritt zum Scheitern bringen. Absolut. Mäßigung ist der Schlüssel, wenn es darum geht, uns selbst zu behandeln. Es geht darum, ein gesundes Gleichgewicht zu finden. Es ist wichtig, auf unseren Körper zu hören und uns das zu geben, was wir brauchen, und gleichzeitig diszipliniert mit unseren Verpflichtungen umzugehen. Das ist richtig. Selbstbewusstsein spielt eine wichtige Rolle bei der Identifizierung, wann wir wirklich eine Belohnung brauchen und wann es am besten ist, Zurückhaltung zu üben. Selbstdisziplin zu üben bedeutet nicht, uns selbst zu berauben. Es bedeutet, bewusste Entscheidungen zu treffen, die mit unseren langfristigen Zielen übereinstimmen. Ich stimme zu. Es geht darum, bewusste Entscheidungen zu treffen, die unser allgemeines Wohlbefinden und unseren Fortschritt unterstützen. Darüber hinaus kann es hilfreich sein, alternative Wege zu finden, um Heißhungerattacken zu stillen. Die Suche nach gesünderen Optionen kann immer noch Spaß machen, ohne unsere Ziele zu gefährden. Das ist ein großartiger Punkt. Die Entdeckung gesünderer Alternativen ermöglicht es uns, uns ausgewogener und achtsamer zu verwöhnen.
Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Selbstpflege über Leckereien hinausgeht. Ebenso wichtig ist es, Ruhe, Entspannung und Aktivitäten, die uns Freude bereiten, zu priorisieren. Absolut. Selbstpflege umfasst verschiedene Aspekte unseres Lebens, einschließlich unseres körperlichen, geistigen und emotionalen Wohlbefindens. Indem wir das richtige Gleichgewicht zwischen Selbstfürsorge und Disziplin finden, können wir einen erfüllenderen und nachhaltigeren Lebensstil führen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Es geht darum, uns selbst zu fördern und gleichzeitig unserem persönlichen Wachstum und unseren Bestrebungen verpflichtet zu bleiben. Exakt. Es ist eine fortwährende Reise der Selbstfindung und Selbstverbesserung. Um dieses Gleichgewicht zu finden, sind Selbstreflexion und Anpassungsfähigkeit erforderlich, wenn sich unsere Bedürfnisse und Umstände ändern. Und mit etwas Übung können wir eine gesunde Beziehung zu Selbstfürsorge und Disziplin pflegen, die unser allgemeines Wohlbefinden unterstützt. Danke, John, dass du dieses wichtige Thema besprochen hast. Es erinnert uns daran, sowohl Selbstfürsorge als auch Disziplin in unserem Leben zu priorisieren. Gern geschehen, Anna. Es ist mir eine Freude, diese Themen mit Ihnen zu erkunden. Lasst uns weiterhin dieses Gleichgewicht finden und uns gegenseitig auf dieser Reise unterstützen. Lektion 9: Erkundung der Transportmöglichkeiten. Ich habe über den Transport innerhalb der Städte nachgedacht. Was sind deine Gedanken dazu? Das ist ein wichtiger Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt. Öffentliche Verkehrsmittel sind oft eine zuverlässige Option, um sich fortzubewegen. Das ist gut zu wissen. Sind öffentliche Verkehrsmittel allgemein zugänglich und bequem? Ja, die öffentlichen Verkehrssysteme sind auf die Bedürfnisse von Pendlern zugeschnitten und bieten eine bequeme Möglichkeit, innerhalb der Städte zu reisen. Das ist beruhigend. Sind die Fahrpläne und Strecken gut gepflegt und effizient? Die öffentlichen Verkehrsbehörden sind bestrebt, zuverlässige Fahrpläne und effiziente Strecken einzuhalten, um einen reibungslosen Transport für Pendler zu gewährleisten. Das ist toll zu hören. Was ist mit den Kosten? Sind öffentliche Verkehrsmittel erschwinglich? Die Fahrpreise für öffentliche Verkehrsmittel sind im Vergleich zu privaten Verkehrsmitteln im Allgemeinen günstiger, was sie für viele zu einer kostengünstigen Wahl macht. Das ist ein erheblicher Vorteil. Wie sieht es mit der Frequenz der öffentlichen Verkehrsmittel aus? Öffentliche Verkehrsmittel verkehren häufig mit regelmäßigen Fahrplänen und häufigen Intervallen, sodass Pendler den ganzen Tag über bequeme Optionen haben. Das ist praktisch für diejenigen, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Gibt es noch weitere Vorteile bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel? Absolut. Der öffentliche Verkehr reduziert die Verkehrsstaus, senkt die CO2-Emissionen und fördert ein nachhaltigeres Transportmittel. Das ist fantastisch. Es ist toll zu sehen, welche positiven Auswirkungen das auf die Umwelt haben kann. Gibt es irgendwelche Nachteile bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel? Während die öffentlichen Verkehrsmittel im Allgemeinen zuverlässig sind, kann es je nach Stadt zu Stoßzeiten gelegentlich zu Verzögerungen oder Überfüllung kommen. Das ist verständlich. Es ist wichtig, entsprechend zu planen und etwas Pufferzeit einzuplanen. Gibt es Alternativen zu öffentlichen Verkehrsmitteln? Ja, es gibt Alternativen wie Fahrrad, Fuß- oder Mitfahrdienste, die Flexibilität bieten und für kürzere Strecken oder spezielle Bedürfnisse geeignet sein können. Das ist gut zu wissen.
Es ist toll, Optionen zu haben, die auf unterschiedliche Vorlieben und Umstände zugeschnitten sind. Gibt es Tipps für eine effektive Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel? Wenn Sie Ihre Routen planen, die Fahrpläne im Voraus überprüfen und sich über Aktualisierungen oder Störungen im Klaren sind, können Sie sicherstellen, dass Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln reibungsloser unterwegs sind. Das ist ein hilfreicher Rat. Es ist immer gut, vorbereitet und informiert zu sein. Danke, dass du diese Erkenntnisse geteilt hast, Anna. Gern geschehen, John. Ich freue mich, dass ich einige Informationen geben konnte. Öffentliche Verkehrsmittel können eine zuverlässige und effiziente Art sein, sich in Städten zurechtzufinden. Absolut, Anna. Das ist ein wichtiger Aspekt des städtischen Lebens, und wenn wir die verfügbaren Optionen verstehen, können wir fundierte Entscheidungen treffen. Lektion 10: In der Stadt navigieren. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie weit es von hier ist, wenn ich an der Ampel links abbiege und weitergehe? Sicher, von hier aus sind es ungefähr 10 Minuten zu Fuß, wenn du dieser Route folgst. Ich danke dir. Ist der Weg einfach, oder gibt es irgendwelche Orientierungspunkte, auf die ich achten sollte? Der Weg ist relativ einfach. Auf ihrem Weg kommen sie jedoch an einem großen Springbrunnen und einem Park vorbei. Das ist hilfreich. Gibt es noch andere bemerkenswerte Sehenswürdigkeiten, die ich beachten sollte? Zu den bemerkenswerten Sehenswürdigkeiten auf dem Weg gehören eine Buchhandlung und ein Café, die als zusätzliche Bezugspunkte dienen können. Das ist gut zu wissen. Muss ich irgendwelche größeren Kreuzungen überqueren? Nein, Sie müssen keine größeren Kreuzungen überqueren. Fahren Sie einfach geradeaus, bis Sie Ihr Ziel erreichen. Perfekt. Gibt es öffentliche Verkehrsmittel, wenn ich mich entscheide, nicht zu Fuß zu gehen? Ja, es gibt eine Bushaltestelle in der Nähe, die Sie direkt zu Ihrem Ziel bringt, wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel bevorzugen. Das ist praktisch. Das werde ich als Alternative im Hinterkopf behalten. Ist der Bereich für Fußgänger sicher? Ja, das Gebiet ist im Allgemeinen sicher für Fußgänger, da es gut instand gehaltene Bürgersteige und Fußgängerüberwege gibt. Das ist beruhigend. Ich schätze die Information. Gibt es andere Routen, die ich in Betracht ziehen kann? Es gibt eine alternative Route, die durch das Einkaufsviertel führt, wenn Sie eine lebendigere und geschäftigere Atmosphäre bevorzugen. Das klingt interessant. Wie lange würde diese Route dauern? Wenn Sie die alternative Route durch das Einkaufsviertel nehmen, verlängert sich Ihre Gesamtreisezeit um weitere 5 Minuten. Ich verstehe. Es ist gut, Optionen zu haben. Danke, dass du mir diese Informationen mitgeteilt hast, Anna. Gern geschehen, John. Ich freue mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie diese gerne stellen. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Ich folge deinen Anweisungen und erkunde die Stadt. Hab einen schönen Tag, Anna. Lektion 11: Die mexikanische Küche erkunden. Mexikanisches Essen ist großartig. Ich liebe Tacos und Guacamole. Ich stimme zu, John. Die mexikanische Küche bietet eine köstliche Auswahl an Aromen und Gerichten. Tacos sind so vielseitig. Es gibt unendlich viele Kombinationen von Füllungen und Toppings, die es zu entdecken gilt. Das stimmt.
Von traditionellen Optionen wie Carne Asada bis hin zu vegetarischen Optionen wie gegrilltem Gemüse ist für jeden etwas dabei. Und vergessen wir Guacamole nicht. Es ist der perfekte cremige und würzige Dip für Tortilla-Chips. Absolut. Die Kombination aus Avocados, Limettensaft, Zwiebeln und Koriander sorgt für einen erfrischenden und würzigen Geschmack. Es ist immer ein Publikumsmagnet auf Partys und Versammlungen. Was sind andere beliebte mexikanische Gerichte? Die mexikanische Küche bietet eine Vielzahl köstlicher Gerichte wie Enchiladas, Chili Rellenos und Tamales. Enchiladas sind fantastisch. Die Kombination aus zartem Fleisch oder Käse, eingewickelt in eine Tortilla und gewürzter Sauce, ist unwiderstehlich. Chili Rellenos, gefüllte und geschlagene Paprikaschoten, bieten eine befriedigende Mischung aus Aromen und Texturen. Und Tamales sind mit ihrem weichen Maserteig und ihren geschmackvollen Füllungen ein wahres Wohlfühlessen. Absolut. Die mexikanische Küche zelebriert die reichen und lebendigen Aromen verschiedener Zutaten. Ich mag auch mexikanische Getränke wie Horchata und Margaritas. Sie ergänzen die Aromen des Essens perfekt. Horchata mit seiner süßen, mit Zimt angereicherten Reismilch ist eine erfrischende Wahl. Margaritas sind ein klassischer und beliebter Cocktail. Die mexikanische Küche hat wahrlich eine große Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten zu bieten. Es ist eine Küche, die immer wieder beeindruckt. In der Tat, John. Die Aromen und Gerichte der mexikanischen Küche zu entdecken, ist ein herrliches kulinarisches Abenteuer. Ich freue mich, dass wir die Liebe zum mexikanischen Essen teilen. Es ist immer ein Vergnügen, sich diesen Aromen hinzugeben. Absolut, John. Die mexikanische Küche ist eine Fundgrube an Köstlichkeiten, die niemals enttäuscht. Lassen Sie uns die Wunder der mexikanischen Küche weiter erkunden und genießen. Es ist eine Reise, die sich lohnt. Lektion 12. Motiviert bleiben. Anna, wie bleibst du in deinem täglichen Leben motiviert? Ich finde, dass das Setzen bestimmter Ziele mir hilft, motiviert und konzentriert zu bleiben. Das ist ein großartiger Ansatz. Wie definierst du deine Ziele? Ich stelle sicher, dass meine Ziele spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sind. Smart-Ziele. Smart-Ziele sind in der Tat effektiv. Wie behalten Sie den Überblick über Ihre Fortschritte? Ich führe ein Tagebuch oder verwende digitale Tools, um meine Fortschritte zu verfolgen und dabei Meilensteine zu feiern. Das ist eine gute Idee. Wie gehst du mit Rückschlägen oder Hindernissen um? Wenn ich mit Rückschlägen konfrontiert werde, erinnere ich mich an das Gesamtbild und finde Wege, Herausforderungen zu bewältigen. Das ist eine belastbare Denkweise. Haben Sie irgendwelche Strategien, um konzentriert zu bleiben? Ich teile größere Ziele in kleinere, überschaubare Aufgaben auf, um konzentriert zu bleiben und die Dynamik aufrechtzuerhalten. Das klingt praktisch. Wie belohnen Sie sich für das Erreichen Ihrer Ziele? Ich belohne mich mit etwas, das mir Spaß macht, wie mir ein Lieblingsessen zu gönnen oder einer Freizeitbeschäftigung nachzugehen. Das ist eine großartige Möglichkeit, motiviert zu bleiben. Hast du noch andere Tipps, die du teilen kannst?
Wenn ich mich mit unterstützenden und gleichgesinnten Menschen umgebe, bleibe ich motiviert und rechenschaftspflichtig. Das ist ein wertvoller Tipp. Wie bleibst du motiviert, wenn du an langfristigen Zielen arbeitest? Ich erinnere mich an meine langfristige Vision und überprüfe regelmäßig meine Fortschritte, um motiviert und engagiert zu bleiben. Das ist eine hilfreiche Strategie. Wie bleibst du motiviert, wenn du mit Monotonie oder Wiederholungen konfrontiert bist? Ich versuche, Wege zu finden, um Abwechslung zu schaffen oder mich selbst herauszufordern, um die Dinge interessant zu halten und motiviert zu bleiben. Das ist ein kreativer Ansatz. Wie bleibst du in herausfordernden Zeiten motiviert? In herausfordernden Zeiten konzentriere ich mich auf Selbstfürsorge, übe positive Affirmationen und suche Inspiration von anderen. Das ist wichtig, um die Motivation aufrechtzuerhalten. Hast du irgendwelche abschließenden Gedanken, wie du motiviert bleiben kannst? Denken Sie daran, dass die Motivation schwanken kann, aber indem Sie sich Ziele setzen, Fortschritte verfolgen und sich selbst belohnen, können Sie auf dem richtigen Weg bleiben. Danke, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast, Anna. Diese Tipps werden mir auch helfen, motiviert zu bleiben. Gern geschehen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, motiviert zu bleiben ist eine Reise, und Sie sind in der Lage, großartige Dinge zu erreichen. Ich weiß deine Ermutigung zu schätzen, Anna. Lassen Sie uns weiterhin gegenseitig auf dem Weg zum Erfolg unterstützen. Lektion 13: Markenpräferenzen festlegen. Anna, hast du bestimmte Markenpräferenzen, wenn es ums Einkaufen geht? Ja, John. Normalerweise entscheide ich mich bei der Auswahl von Produkten für Bioprodukte. Das ist großartig. Warum tendieren Sie zu Biomarken? Biomarken legen Wert auf die Verwendung natürlicher Inhaltsstoffe und nachhaltiger Anbaumethoden, was meinen Werten entspricht. Das ist verständlich. Gibt es bestimmte Biomarken, die Sie bevorzugen? Ich habe ein paar Lieblingsmarken aus biologischem Anbau für verschiedene Produkte wie Bioprodukte, Milchprodukte und Körperpflegeprodukte. Es ist gut, vertrauenswürdige Marken zu haben. Wie entscheidest du, wenn du neue Marken ausprobierst? Wenn ich neue Marken ausprobiere, suche ich nach Biozertifizierungen, lese Bewertungen und berücksichtige meine persönlichen Vorlieben und Werte. Das ist ein durchdachter Ansatz. Gibt es irgendwelche nicht biologischen Marken, die du immer noch bevorzugst? Obwohl ich hauptsächlich Bio-Optionen bevorzuge, gibt es einige Marken, denen ich vertraue, wenn es um bestimmte Produkte geht, die meinen Bedürfnissen entsprechen. Das ist verständlich. Wie wichtig ist der Ruf Ihrer Marke in Ihrem Entscheidungsprozess? Der Ruf der Marke spielt in meinem Entscheidungsprozess eine wichtige Rolle. Ich schätze Marken mit einer starken Erfolgsbilanz in Bezug auf Qualität und Transparenz. Das ist klug. Berücksichtigen Sie Faktoren wie Preis und Verfügbarkeit bei der Auswahl von Marken? Preis und Verfügbarkeit sind ebenfalls wichtige Faktoren. Ich versuche, ein Gleichgewicht zwischen Qualität, Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit zu finden. Das ist ein praktischer Ansatz. Wie bleiben Sie über neue Marken oder Produktoptionen auf dem Laufenden? Ich bleibe durch Online-Recherchen, Empfehlungen aus vertrauenswürdigen Quellen auf dem Laufenden und halte mich über Branchentrends auf dem Laufenden. Das ist hilfreich.
Gibt es bestimmte Ressourcen oder Plattformen, auf die Sie sich verlassen, um Informationen zu erhalten? Ich verlasse mich oft auf Websites mit Verbraucherrezensionen, Gesundheits- und Wellness-Publikationen und Social-Media-Plattformen, um Informationen zu erhalten. Das ist ein abgerundeter Ansatz. Haben Sie abschließende Gedanken zu den Markenpräferenzen? Markenpräferenzen können je nach persönlichen Werten, Bedürfnissen und Erfahrungen variieren. Es ist wichtig, Marken zu finden, die zu Ihrem Lebensstil passen. Das ist eine wertvolle Perspektive. Danke, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast, Anna. Es hat mir einige Ideen für meine eigenen Markenpräferenzen gegeben. Gern geschehen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, das zu priorisieren, was für Sie am wichtigsten ist, wenn Sie Markenentscheidungen treffen. Ich schätze deinen Rat, Anna. Lassen Sie uns weiterhin bewusste Entscheidungen treffen, die mit unseren Werten übereinstimmen. Lektion 14: Den Bedürfnissen von Haustieren gerecht werden. Anna, wie lernst du, auf die Bedürfnisse deines Haustieres zu achten? Es hängt von den Bedürfnissen Ihres Haustieres ab, aber Sie können Online-Tutorials ausprobieren, um sich beraten zu lassen. Das ist ein guter Vorschlag. Gibt es bestimmte Ressourcen oder Plattformen, die Sie für Tutorials zur Tierpflege empfehlen? YouTube und Tierpflege-Websites bieten häufig hilfreiche Tutorials und Anleitungen für verschiedene Aspekte der Tierpflege. Das ist praktisch. Wie bestimmen Sie, welchen Tutorials Sie folgen sollten? Ich suche nach seriösen Tutorials, die positive Rückmeldungen von anderen Tierbesitzern haben und auf fachkundige Ratschläge abgestimmt sind. Das ist ein kluger Ansatz. Finden Sie, dass Online-Tutorials ausreichen, um die Bedürfnisse Ihres Haustieres zu erfüllen? Online-Tutorials bieten eine gute Grundlage, aber ich berate mich auch mit Tierärzten oder erfahrenen Tierbesitzern, um eine persönliche Beratung zu erhalten. Das ist klug. Haben Sie Tipps, wie Sie zuverlässige Online-Tutorials finden können? Suchen Sie nach Tutorials, die von seriösen Organisationen, Tierärzten oder erfahrenen Tierpflegern erstellt wurden. Das ist ein hilfreicher Tipp. Gibt es andere Quellen, auf die Sie sich verlassen, um Informationen zur Tierpflege zu erhalten? Neben Online-Tutorials beziehe ich mich auch auf Bücher und Tierzeitschriften und nehme an lokalen Tierpflege-Workshops teil, sofern verfügbar. Das ist umfassend. Wie passen Sie die Informationen aus den Tutorials an Ihr spezielles Haustier an? Ich berücksichtige die individuellen Bedürfnisse meines Haustieres und berate mich mit Fachleuten, um die Informationen an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Das ist wichtig für eine persönliche Betreuung. Wie bleiben Sie über neue Informationen zur Tierpflege auf dem Laufenden? Ich verfolge vertrauenswürdige Veröffentlichungen zur Tierpflege, nehme an Seminaren teil und interagiere mit Online-Tierpflege-Communities, um auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist ein proaktiver Ansatz. Hast du irgendwelche abschließenden Gedanken darüber, wie du lernen kannst, die Bedürfnisse von Haustieren zu Denken erfüllen? Sie daran, dass jedes Haustier anders ist. Daher ist es wichtig, zu beobachten, zu lernen und sich anzupassen, um die bestmögliche Pflege zu Das ist eine gewährleisten. wertvolle Perspektive. Danke, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast, Anna. Es hat mir einige Ideen für meine eigene Reise in die Tierpflege gegeben. Gern geschehen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, dass das Erlernen, die Bedürfnisse Ihres Haustieres zu befriedigen, ein kontinuierlicher Prozess voller Liebe und Ich schätze Fürsorge deinen ist. Rat, Anna. Lasst uns weiter lernen und unsere pelzigen Freunde bestmöglich betreuen.
Lektion 15. Alles finden, was du brauchst. Anna, hast du es geschafft, im Laden alles zu finden, was du brauchst? Ja, zum Glück war alles auf Lager. Ich habe alles auf meiner Einkaufsliste. Das ist großartig. Wie stellen Sie sicher, dass Sie bei der Erstellung einer Einkaufsliste keine Artikel verpassen? Normalerweise plane ich meine Mahlzeiten für die Woche im Voraus und schaue in meiner Speisekammer nach, was ich zum Auffüllen benötige. Das ist ein praktischer Ansatz. Organisieren Sie Ihre Einkaufsliste auf eine bestimmte Art und Weise? Ich organisiere meine Einkaufsliste nach Kategorien wie Obst, Milch, Fleisch und Vorratsartikeln, um die Navigation im Geschäft zu erleichtern. Das ist effizient. Wie gehen Sie damit um, wenn ein Artikel auf Ihrer Liste vergriffen ist? Wenn ein Artikel nicht vorrätig ist, suche ich möglicherweise nach Alternativen oder notiere mir, dass ich beim nächsten Einkauf noch einmal nachschauen werde. Das ist anpassungsfähig. Wie stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Einkaufsliste nicht zu Hause vergessen? Normalerweise habe ich eine digitale Kopie meiner Einkaufsliste auf meinem Handy oder verwende eine Einkaufslisten-App, um sie leicht zugänglich zu haben. Das ist eine kluge Idee. Wie widerstehst du Impulskäufen und hältst dich an deine Einkaufsliste? Ich versuche, konzentriert zu bleiben und mich an mein Budget und die spezifischen Artikel zu erinnern, die ich benötige. Das hilft mir, unnötige Einkäufe zu vermeiden. Das ist diszipliniert. Wie oft gehst du einkaufen, um sicherzugehen, dass du alles hast, was du brauchst? Normalerweise gehe ich einmal pro Woche einkaufen, um meinen Vorrat an frischen Produkten und anderen wichtigen Dingen aufzufüllen. Das ist ein guter Zeitplan. Wie gehst du damit um, wenn du einen Artikel auf deiner Einkaufsliste vergisst? Wenn ich einen Artikel vergesse, behelfe ich mich entweder mit dem, was ich habe, oder gehe zurück in den Laden, wenn es etwas Essentielles ist. Das ist einfallsreich. Hast du irgendwelche abschließenden Gedanken, um alles zu finden, was du brauchst? Es ist wichtig, im Voraus zu planen, organisiert zu bleiben und beim Einkaufen anpassungsfähig zu sein, um sicherzustellen, dass Sie alles haben, was Sie Das ist brauchen. ein wertvoller Rat. Danke, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast, Anna. Es hat mir einige Ideen gegeben, um meine Einkaufsroutine zu verbessern. Gern geschehen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, dass Vorbereitung und Organisation den Einkauf von Lebensmitteln zu einem reibungslosen Erlebnis machen können. Ich schätze deinen Beitrag, Anna. Lasst uns weiterhin achtsam einkaufen und das Beste aus unseren Einkaufstouren machen. Lektion 16. Misserfolge auf dem Weg zum Erfolg akzeptieren. Anna, denk daran, dass Scheitern ein Teil des Erfolgs ist. Hab keine Angst davor, nimm es als Lernmöglichkeit an. Ich verstehe das Konzept, John, aber ich kann nicht umhin, mir Sorgen zu machen, dass ich meine Ziele nicht erreichen werde. Es ist ganz natürlich, sich Sorgen zu machen, Anna, aber denk daran, dass Rückschläge und Misserfolge Sprungbretter auf dem Weg zu Wachstum und Leistung sind. Ich nehme an, du hast recht. Wie gehen Sie persönlich mit der Angst um, Ihre Ziele nicht zu erreichen? Wenn ich besorgt bin, erinnere ich mich daran, dass Scheitern nicht dauerhaft ist. Es ist eine Gelegenheit, zu lernen, sich anzupassen und weiterzumachen. Das ist eine positive Einstellung. Wie hält man die Motivation aufrecht, wenn man mit Rückschlägen konfrontiert wird? Ich bleibe motiviert, indem ich mich auf meine langfristige Vision konzentriere und meine Ziele in kleinere, erreichbare Schritte unterteile. Das hält mich entschlossen und motiviert.
Das ist ein praktischer Ansatz. Haben Sie Strategien, um nach einem Misserfolg wieder auf die Beine zu kommen? Nach einem Misserfolg nehme ich mir Zeit, um zu reflektieren und zu analysieren, was schiefgelaufen ist. Dann nehme ich die notwendigen Anpassungen vor und nutze die gewonnenen Erkenntnisse, um mich zu verbessern. Das ist ein proaktiver Weg, um mit Rückschlägen umzugehen. Was ist, wenn Sie bei der Verfolgung Ihrer Ziele wiederholt auf Misserfolge stoßen? Wenn ich wiederholt auf Misserfolge stoße, überdenke ich meinen Ansatz, lasse mich von Mentoren oder Experten beraten und suche nach alternativen Wegen, um meine Ziele zu erreichen. Das ist anpassungsfähig und belastbar. Wie wichtig ist es, Ziele im Laufe der Zeit neu zu bewerten und anzupassen? Es ist wichtig, unsere Ziele regelmäßig neu zu bewerten und anzupassen. Das Leben ist dynamisch und unsere Bestrebungen können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln oder einer Änderung bedürfen. Das ergibt Sinn. Wie überwindet man Selbstzweifel, die durch Misserfolge entstehen können? Ich überwinde Selbstzweifel, indem ich mich auf meine Stärken konzentriere, kleine Siege feiere und mich mit unterstützenden und ermutigenden Menschen umgebe. Das ist ermächtigend. Haben Sie abschließende Gedanken zur Überwindung der Angst, Ziele nicht zu erreichen? Denke daran, Anna, dass Erfolg nicht nur durch das Erreichen eines bestimmten Ergebnisses definiert wird. Es ist eine Reise des Wachstums, der Widerstandsfähigkeit und der kontinuierlichen Verbesserung. Danke für deine weisen Worte, John. Ich werde mich bemühen, Misserfolge als Sprungbrett anzunehmen und meine Ziele weiter zu verfolgen. Gern geschehen, Anna. Ich glaube an dein Potenzial und weiß, dass du alle Hindernisse auf deinem Weg zum Erfolg überwinden kannst. Dein Glaube bedeutet mir viel, John. Unterstützen wir uns gegenseitig und nehmen wir die Herausforderungen an, die auf uns zukommen. Absolut, Anna. Gemeinsam können wir unsere Ängste überwinden und Großes erreichen. Lektion 17: Erweiterung der Produktpalette zur Kundengewinnung. Anna, ich hatte einen Gedanken. Was hältst du von der Erweiterung unseres Sortiments im Shop? Das klingt nach einer guten Idee, John. Das könnte uns helfen, mehr Kunden zu gewinnen und eine größere Auswahl an Optionen anzubieten. Ich stimme zu. Welche Produkte sollten wir Ihrer Meinung nach in Betracht ziehen, unser aktuelles Angebot zu erweitern? Wir könnten erwägen, Teespezialitäten, hausgemachtes Gebäck oder sogar gesunde Snacks zum Mitnehmen einzuführen, um den unterschiedlichen Vorlieben gerecht zu werden. Das sind großartige Vorschläge. Inwiefern würde eine Erweiterung der Produktpalette Ihrer Meinung nach unseren Kunden zugutekommen? Durch das Angebot einer vielfältigen Produktpalette können wir den einzigartigen Geschmäckern und Vorlieben unserer Kunden besser gerecht werden und ihr Gesamterlebnis verbessern. Das stimmt. Denken Sie, dass eine Erweiterung der Produktpalette auch neue Kunden anlocken würde? Absolut, John. Mit einer größeren Auswahl können wir einen breiteren Kundenstamm ansprechen und Kunden ansprechen, die nach bestimmten Produkten suchen. Das ergibt Sinn. Wie würden Sie vorgehen, um unseren Kunden neue Produkte vorzustellen? Wir könnten zunächst Marktforschungen durchführen, um beliebte Trends und Präferenzen zu ermitteln, und dann schrittweise neue Produkte mit gezielten Marketingkampagnen einführen. Das ist ein strategischer Ansatz. Wie würden wir sicherstellen, dass die Qualität der neuen Produkte unseren bestehenden Standards entspricht? Wir können mit seriösen Lieferanten zusammenarbeiten,
Qualitätsprüfungen durchführen und Feedback von unseren Kunden einholen, um unsere hohen Standards aufrechtzuerhalten. Das ist wichtig für die Konsistenz. Welche Faktoren sollten wir bei der Preisgestaltung der neuen Produkte berücksichtigen? Wir sollten Faktoren wie Produktionskosten, Marktnachfrage und Wettbewerbspreise berücksichtigen und sicherstellen, dass die Preisgestaltung dem angebotenen Wert entspricht. Das ist ein umfassender Ansatz. Haben Sie abschließende Gedanken zur Erweiterung unserer Produktpalette? Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen dem Angebot an Vielfalt und der Aufrechterhaltung der Konzentration auf unsere Kernprodukte zu finden, um ein einheitliches Kundenerlebnis zu gewährleisten. Ich stimme zu, Anna. Lassen Sie uns die Erweiterung sorgfältig planen und durchführen, um unseren Kunden ein noch besseres Coffeeshop-Erlebnis zu bieten. Lektion 18: Ein Treffen am Samstag vereinbaren. Anna, wie wäre es, wenn wir uns dieses Wochenende treffen? Samstag funktioniert gut für mich. Wie steht's mit dir? Das klingt perfekt, John. Am Samstag habe ich auch Zeit. Um wie viel Uhr würdest du es bevorzugen? Wie wäre es mit einem Treffen am Nachmittag? Funktioniert dieser Zeitrahmen für dich? Ja, der Nachmittag funktioniert auch für mich. Sagen wir gegen 14 Uhr? 14 Uhr klingt gut. Wo würdest du dich gerne treffen? Wie wäre es mit einem Treffen im neuen Café in der Innenstadt? Es hat ein gemütliches Ambiente und tolle Kritiken. Das klingt nach einer guten Wahl. Treffen wir uns dann am Samstag um 14 Uhr im Café in der Innenstadt. Einverstanden, John. Ich notiere es in meinem Kalender. Ich freue mich darauf, das nachzuholen. Ich auch, Anna. Es wird toll sein, zu chatten und etwas Zeit miteinander zu verbringen. Wir sehen uns am Samstag. Wir sehen uns dann, John. Hab einen schönen Tag, bis wir uns am Samstag treffen. Du auch, Anna. Pass auf dich auf und bis bald. Lektion 19: Fortsetzung der Diskussion. Anna, es gibt einige wichtige Dinge, die wir besprechen müssen. Sollen wir weitermachen? Absolut, John. Lassen Sie uns weiterhin nach Lösungen suchen und diese Probleme angehen. Zunächst müssen wir uns mit dem Problem der rückläufigen Umsätze befassen. Welche Ideen haben Sie, um unsere Zahlen zu verbessern? Eine Idee besteht darin, Kundenfeedback zu analysieren und Bereiche zu identifizieren, in denen unsere Produkte und Dienstleistungen verbessert werden können. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Darüber hinaus könnten wir erwägen, gezielte Marketingkampagnen durchzuführen, um neue Kunden zu erreichen. Einverstanden. Wir sollten auch unsere Preisstrategie überprüfen und prüfen, ob Anpassungen erforderlich sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ausgezeichneter Punkt. Ein anderes Thema, das wir besprechen müssen, ist die Rationalisierung unserer internen Prozesse. Wie können wir sie effizienter gestalten? Wir könnten ein internes Audit durchführen, um Engpässe und Bereiche mit Ineffizienz zu identifizieren, und dann Prozessverbesserungen umsetzen. Das ist ein proaktiver Ansatz. Wir sollten auch eine offene Kommunikation und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit fördern, um die Effizienz zu steigern. Zusammenarbeit ist der Schlüssel. Als nächstes müssen wir uns mit der Arbeitsmoral der Mitarbeiter befassen. Wie können wir ein positiveres Arbeitsumfeld schaffen?
Wir können Teambuilding-Aktivitäten organisieren, Leistungen unserer Mitarbeiter anerkennen und würdigen und eine Kultur des offenen Feedbacks und der Unterstützung fördern. Diese Bemühungen werden dazu beitragen, die Moral zu stärken. Lassen Sie uns abschließend Möglichkeiten zur Steigerung der Kundenzufriedenheit erörtern. Welche Ideen haben Sie? Wir können in Kundenservice-Schulungen investieren, unsere Interaktionen personalisieren und ein Treueprogramm implementieren, um unsere geschätzten Kunden zu belohnen. Tolle Vorschläge. Es ist wichtig, der Kundenzufriedenheit Priorität einzuräumen. Stellen wir sicher, dass wir Feedback einholen, um unser Angebot kontinuierlich zu verbessern. Absolut, Anna. Indem wir uns mit diesen Problemen befassen und durchdachte Lösungen umsetzen, können wir Herausforderungen bewältigen und Erfolge erzielen. Dem stimme ich voll und ganz zu, John. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um effektive Strategien zu finden und unser Geschäft voranzubringen. Danke für deinen Beitrag, Anna. Ihre Erkenntnisse und Ideen sind von unschätzbarem Wert, wenn wir diese wichtigen Angelegenheiten angehen. Danke, John. Ich schätze Ihre Führung und Zusammenarbeit. Lassen Sie uns weiter auf unsere Ziele hinarbeiten. In der Tat, Anna. Gemeinsam werden wir Hindernisse überwinden und positive Veränderungen vorantreiben. Lektion 20. Leicht packen und die lokale Küche erkunden. Anna, ich plane meine bevorstehende Reise. Hast du irgendwelche Tipps für leichtes Packen? Absolut, John. Ein Tipp ist, eine Checkliste zu erstellen und vielseitige Kleidungsstücke einzupacken, die kombiniert werden können. Das ist ein kluger Ansatz. Was ist mit Toilettenartikeln und persönlichen Gegenständen? Entscheiden Sie sich für Toilettenartikel in Reisegröße und erwägen Sie, an Ihrem Reiseziel wichtige Dinge zu kaufen, um Platz und Gewicht in Ihrem Gepäck zu sparen. Guter Vorschlag. Irgendwelche Ratschläge zum Verpacken von Elektronik und Geräten? Bringen Sie nur die notwendige Elektronik und deren Ladegeräte mit. Erwägen Sie die Verwendung von Mehrzweckgeräten, um die Anzahl der Artikel zu minimieren. Das ist praktisch. Lassen Sie uns nun über die Erkundung der lokalen Küche sprechen. Irgendwelche Tipps, um neue Gerichte auszuprobieren? Seien Sie abenteuerlustig und aufgeschlossen, wenn es darum geht, lokale Küche zu probieren. Beginnen Sie mit beliebten Gerichten und holen Sie sich Empfehlungen von Einheimischen. Das klingt aufregend. Wie können wir sicherstellen, dass wir authentische lokale Restaurants finden? Recherchieren und lesen Sie Bewertungen aus zuverlässigen Quellen. Suchen Sie nach Restaurants, die von Einheimischen besucht werden, und nicht nach rein touristischen Einrichtungen. Das ist ein toller Tipp. Gibt es irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen, die wir in Bezug auf die Lebensmittelsicherheit treffen sollten? Achten Sie auf Hygienestandards, wählen Sie gut gekochtes Essen und trinken Sie Wasser in Flaschen, um das Risiko lebensmittelbedingter Krankheiten zu minimieren. Wichtige Punkte, die Sie beachten sollten. Wie können wir Sprachbarrieren bei der Bestellung von Lebensmitteln überwinden? Tragen Sie einen Sprachführer mit sich oder verwenden Sie Übersetzungs-Apps, um grundlegende Sätze zu kommunizieren. Auch nonverbale Hinweise und das Zeigen können hilfreich sein. Gute Idee. Und schließlich, wie können wir die lokalen Essgewohnheiten und die Etikette respektieren? Beachten und befolgen Sie die örtlichen Gepflogenheiten wie Tischmanieren und Trinkgeld. Zeigen Sie Wertschätzung für die Küche und Kultur. Das ist wichtig für ein kulturelles Eintauchen. Danke für diese wertvollen Tipps, Anna.
Sie werden mein Reiseerlebnis auf jeden Fall verbessern. Gern geschehen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Haben Sie eine fantastische Reise und viel Spaß beim Erkunden neuer Orte und Geschmacksrichtungen. Danke, Anna. Ich werde das Beste daraus machen. Ich werde meine Reiseberichte auf jeden Fall mit Ihnen teilen, wenn ich zurückkomme. Lektion 21: Intelligente Einkaufstipps. Anna, ich gehe zum Supermarkt. Hast du irgendwelche Tipps für intelligentes Einkaufen? Absolut, John. Denken Sie daran, das Verfallsdatum der Produkte, die Sie kaufen, zu überprüfen, um Frische und Qualität sicherzustellen. Das ist eine gute Erinnerung. Was ist mit dem Vergleich von Preisen? Irgendwelche Vorschläge? Nehmen Sie sich Zeit, um die Preise zwischen verschiedenen Marken oder Größen zu vergleichen, um sicherzustellen, dass Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten. Das ergibt Sinn. Wie können wir die besten Angebote und Rabatte identifizieren? Halten Sie Ausschau nach Werbeaktionen, Verkaufsflairen und digitalen Gutscheinen im Geschäft, mit denen Sie bei Ihren Einkäufen sparen können. Toller Tipp. Was ist mit verderblichen Artikeln? Wie können wir sicherstellen, dass sie länger halten? Suchen Sie nach Artikeln mit dem längsten Verfallsdatum und erwägen Sie, verderbliche Artikel einzufrieren oder ordnungsgemäß zu lagern, um ihre Haltbarkeit zu verlängern. Es ist hilfreich, das zu wissen. Wie können wir beim Einkaufen gesündere Entscheidungen treffen? Lesen Sie Nährwertetiketten und Zutatenlisten, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Wählen Sie frische Produkte und entscheiden Sie sich für Vollkornprodukte und zuckerarme Optionen. Guter Rat. Irgendwelche Tipps zur Vermeidung impulsiver Einkäufe? Machen Sie eine Einkaufsliste und halten Sie sich daran. Vermeiden Sie es, auf nüchternen Magen einzukaufen, und versuchen Sie, der Versuchung von Impulskäufen zu widerstehen. Das behalte ich im Hinterkopf. Gibt es eine Strategie für die Organisation von Lebensmitteln beim Checkout? Gruppieren Sie ähnliche Artikel auf dem Förderband, damit der Kassierer Ihre Einkäufe leichter scannen und verpacken kann. Das ist ein praktischer Tipp. Und schließlich, wie können wir Lebensmittelverschwendung beim Einkaufen reduzieren? Planen Sie Ihre Mahlzeiten im Voraus und kaufen Sie nur das, was Sie benötigen. Vermeiden Sie es, verderbliche Artikel zu viel zu kaufen, die verschwendet werden könnten. Gern geschehen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Viel Spaß beim Einkaufen und viel Spaß beim Einkaufen. Danke, Anna. Dann kaufe ich klug ein und treffe fundierte Entscheidungen. Hab einen wundervollen Tag. Lektion 23: Das Wissen des Sprechers weitergeben. Anna, ich habe heute an einer Konferenz teilgenommen und der Hauptredner gab einige faszinierende Einblicke. Würden Sie gerne davon hören? Absolut, John. Mich würde interessieren, worüber der Hauptredner gesprochen hat. Bitte teilen Sie mir die Höhepunkte mit. Der Redner erörterte die Zukunft der künstlichen Intelligenz und ihre Auswirkungen auf verschiedene Branchen. Es hat wirklich zum Nachdenken angeregt. Das klingt faszinierend, John. Welche wichtigen Punkte wurden zur Zukunft der KI erwähnt?
Der Redner betonte die Bedeutung ethischer Überlegungen bei der KI-Entwicklung und das Potenzial der KI zur Steigerung von Produktivität und Innovation. Ethische Überlegungen sind in der Tat von entscheidender Bedeutung. Hat der Redner bestimmte Branchen erwähnt, die stark von KI betroffen sein würden? Ja, der Redner hob das Gesundheitswesen, das Finanzwesen und das Transportwesen als Branchen hervor, von denen erwartet wird, dass sie sich aufgrund der Fortschritte in der KI erheblich verändern werden. Das sind in der Tat Schlüsselsektoren. Wurden Erkenntnisse zu den Herausforderungen bei der Implementierung von KI ausgetauscht? Der Redner erörterte die Herausforderungen des Datenschutzes und der Sicherheit sowie die Notwendigkeit, die Belegschaft weiterzubilden, um sich an die sich ändernde technologische Landschaft anpassen zu können. Anpassung und Sicherheit sind von entscheidender Bedeutung. Hat der Redner Beispiele für erfolgreiche KI-Anwendungen oder Fallstudien genannt? Absolut, Anna. Der Redner erläuterte Beispiele für KI-gestützte virtuelle Assistenten, personalisierte Medizin und autonome Fahrzeuge als erfolgreiche KI-Anwendungen. Diese Beispiele zeigen das Potenzial von KI. Hat der Redner mögliche Risiken oder Bedenken im Zusammenhang mit KI erörtert? Ja, der Redner ging auf Bedenken hinsichtlich der Verdrängung von Arbeitsplätzen und der Notwendigkeit einer verantwortungsvollen KI-Governance ein, um Fairness und Transparenz zu gewährleisten. Verantwortungsvolles Regieren ist unerlässlich. Danke, dass du diese Erkenntnisse geteilt hast, John. Das klingt nach einer aufschlussreichen Konferenz. Gern geschehen, Anna. Es war eine bereichernde Erfahrung. Ich freue mich, dass ich einen Teil des Wissens mit Ihnen teilen konnte. Das weiß ich zu schätzen, John. Es ist immer wertvoll zu lernen und auf dem Laufenden zu bleiben. Danke, dass du mich auf dem Laufenden hältst. Es ist mir ein Vergnügen, Anna. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam neue Technologien erforschen und diskutieren. Habt einen wundervollen Tag.